7,500 kilometers on foot. 3 Austrian pilgrim pioneers on their way to Jerusalem. The extraordinary is always found in the way of the common people. A former world champion skier and 2 policemen experienced this on their extraordinary pilgrimage. Welcome to a Kreuz und Quer evening, which today focuses on the way as the goal. The 1974 world downhill skiing champion David Zwilling and the 2 policemen, Johannes Aschauer and Alto Claire, set out on the road together. 3 years ago, they went from Arbing in Upper Austria to Jerusalem. They were on the road for a half a year. If that wasn't enough, the 3 are now pursuing an ambitious goal: the establishment of the Jerusalem Way. On the traces of the Way of St. James from Finisterre, the end of the world, across Europe, all the way to Jerusalem, 7,500 kilometers. Enough time for thoughts, encounters, and discussions. Filmmaker Michael Czenchig accompanied the 3 pilgrims on their way for Kreuz und Quer. Hier an der spanischen Atlantikküste endet der Jakobsweg. Johannes und Otto sind im Jahr 2003 von Oberösterreich nach Finisterre gepilgert. Sind wir da? 7 Jahre später sind sie gemeinsam mit David, dem 3. im Bunde, zu Fuß nach Jerusalem aufgebrochen. Die Pilgerpioniere beginnen nun die gesamte Strecke von Finisterre bis Jerusalem zu markieren und begründen einen neuen Pilgerweg. Das Ende der Welt. Vom Ende zum Anfang. Das Ende der Welt zum Anfang. Der Jerusalemweg, eine österreichische Erfindung. Noch was Freudenschrei. Ja. Wenn man zurückdenkt, 2003 sind wir hier angekommen. Es war Anfang Oktober, noch etwa 3000 Kilometer von Oberösterreich weggegangen. Und es war so unglaublich, das Ende der Welt zu erreichen. Wir haben damals, weiß ich noch gut, die Schuhe und der Leiberl verbrannt dann und das zeremoniell praktisch beendet, unseren Jakobsweg. Und dass das je irgendwann in einem anderen Weg, in den Jerusalemweg mündet, den wir ja 2010 in Bethlehem in Jerusalem beendet haben, am Heiligen Abend, und jetzt hier stehen dürfen und den Jakobsweg mit dem Jerusalemweg verbinden, ist für uns ja eine große Ehre und ein Geschenk. Und einen Friedensweg zu eröffnen, der ja mit langer Tradition, der Jakobsweg, hier endet, ist ein neuer Anfang. Heute vor 3 Jahren sind wir aufgebrochen. Heute vor 3 Jahren, am 24. sind wir weggegangen. Und so ist diese Symbolik einfach stehen, dass wir am 24. aufgebrochen sind und am 24. in Bethlehem zu Weihnachten angekommen sind. Und jetzt am 24. 3 Jahre später alle 3 noch beieinander sind. Das ist nicht so viel. Das könnte auch jeder vom geistigen her sagen, du weißt, das passt mir nicht mehr. Das könnte auch gesundheitlich sein, dass einer nicht mehr dabei ist. Aber wir dürfen alle noch beieinander sein. Und trotz der Hochs und Tiefs verbindet uns das immer mehr. Und dass wir heute da sind in Spanien und einen Jerusalemweg, einen internationalen Weg zu markieren mit einem Logo, das sich etabliert hat, mit der Friedenstaube drauf, das auch irgendwo auf einmal da war, das Zeichen war da, das ist in 5 Minuten entstanden, das ist stimmig. Jetzt markieren wir ganz Spanien. Ach so. Mit den Aufklebern. Spain, France, Switzerland. Man kommt mit den Leuten sofort ins Gespräch und das Tolle ist einfach, wenn wir auf das Jerusalem kommen, Jerusalem Way, WhatsApp, und dann kommt man ins Gespräch, wir haben Folder mit, wir verteilen unsere Folder, wir haben den Johannes sein Buch mit und also eigentlich könnten wir da bleiben und ich glaube, dass wir da ein gewaltiges Geschäft machen, indem dass wir da nur die Bücher verkaufen und über dieses Thema reden. Ihr bekommt einen Folder. Das ist Promotion Tour. Du bekommst jetzt von uns den letzten Friedensstempel. Genau.
Mit Folder, Buch und Pilgerstempel hinterlassen Otto, Johannes und David einen prägenden Eindruck bei den Pilgern. Also Syrien ist nicht möglich und wir sind damals noch einen Monat durch Syrien gegangen. Aber das wird wieder kommen und vielleicht leistet dieser Pilgerweg auch einen Beitrag für den Frieden, nicht nur im Heiligen Land, sondern auch in Syrien. Alles andere können wir nicht sagen. Wir setzen eine Initiative und schauen wir. PR-technisch sind die Pioniere des Jerusalemwegs gut gerüstet. Und der nächste Weg führt nach Jerusalem. Aber von einem gewaltigen Geschäft sind sie dennoch weit entfernt. Natürlich haben wir einfach das Ganze erst dann aus der eigenen Tasche finanziert und sehr viel vorfinanziert. Aber im Bewusstsein, dass man sagt, hey, wir haben wirklich die Möglichkeit, so es sein will, ein weltweites Friedensprojekt aufzubauen. Parlez-vous français? Oui, monsieur. J'aime Jérusalem. Si, Jérusalem, Santiago. You? Si, Et pied? si, No. si. Oh. 16 mois. 16 mois? Oui, Jerusalem, 16 mois. oui. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas zu machen, was dich wirklich beseelt, was dir vom Herzen gut tut, wo jeder Augenblick Sinn erfüllt ist, aber nicht, was du sagst, heute ist Montag, heute muss ich in die Arbeit gehen, sondern du sagst, hey, wunderbar, so wie jetzt, dass wir da sind, es ist stark und schön. Und was wir da machen, also normal, musst du ja fast sagen, du musst was dafür zahlen, dass du das machen darfst. Alles begann in Arbing, einer kleinen Gemeinde in Oberösterreich. Von dort aus machten sich Johannes, Otto und David im Juni 2010 auf den geschichtsträchtigen Weg nach Jerusalem. Und so war der Weg eine Mischung aus den Spuren des Apostel Paulus und den Spuren der Kreuzzüge, weil eben die auch dem Landweg entlang gefolgt sind. Wobei wir aber schon sagen möchten, und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir Kreuzzüge nicht verherrlichen, denn wer für Gott oder in seinen Namen tötet, tötet immer für sich und für sein Ego. Bei diesem ganzen Pilgerweg ist ein großer Loslassprozess dahinter. Es fängt schon an, zu Hause. Für so einen Weg muss jeder beruflich das regeln, dass das passt. Es muss auch im familiären, im privaten geregelt sein. Es muss das finanziell geregelt sein. Das heißt, möglichst frei zu sein. Und der ganze Weg ist ein Loslassprozess und du bist total reduziert auf dich selbst. Und denke, dadurch kannst du in diese Tiefen gehen, aber auch in diese Höhen. In meiner Brust schlägt das Herz des Pilgers. Natürlich bin ich auch Polizist. Der Sonder 50. Dann holen wir sie. Als Polizist kann ich genauso eben für Werte eintreten, kann versuchen, dem Staatsbürger helfend gegenüberzustehen und nicht jetzt nur dann aufzuzeigen, wann er was falsch macht. Ach Gott, nein. Das habe ich wieder gebraucht. Jeder von uns macht einmal einen Fehler. Und ich glaube, das ist ja so ein Punkt, wo ich auch als Polizist die Möglichkeit habe, mein Gegenüber Mensch sein zu lassen. Gott, Verkehrsgott. Ja, Marion, Jose. Schon, David. Ja, ich finde ja das super. Eine ungewöhnliche Pilgergemeinschaft. 2 Verkehrspolizisten und der Abfahrtsweltmeister von 1974. David Zwilling stieß erst wenige Wochen vor Antritt der Pilgerreise nach Jerusalem zu Johannes Aschauer und Otto Claire. Ich war in Jerusalem im Jahr 2009 und da habe ich so eine Vorstellung gehabt für mich, von Haifa nach Nazareth zu gehen, von Nazareth Segi Nezareth Bethlehem, von Bethlehem nach Jerusalem zum Goldenen Tor. Und mit dem Gedanken habe ich mich schon immer beschäftigt und dann bin ich bei einem Seminar in Kärnten, die Reise zum Selbst mit Baldur Breiml. Und ich sehe auf einmal 2 Personen beim Baldur stehen, ich gehe hin, 2 Männer, habe die nicht gekannt, habe ich gesagt, und was verkauft ihr 2? Und die 2 sagen zu mir, wir informieren uns über eine größere Pilgerreise. Ja, sag ich, wohin pilgert's denn? Und die sagen zu mir, nach Jerusalem. Ich kriege am ganzen Körper eine Ganselhaut, sage ich euch, schickt der liebe Gott, wenn Sie mitnehmt, gehe ich mit. Die Essenz dieser Unternehmung war mal eins, dass durch diese 10 Länder, wo wir marschiert sind, dass wir die Menschen, die wir dort getroffen haben, dass die alle freundlich waren, dass die uns wirklich herzlichst begrüßt haben, dass wir Einladungen gekriegt haben. Also das war eigentlich schon ganz was Bewegendes.
Das Außergewöhnliche erlebst du am Weg der gewöhnlichen Menschen. Und das ist uns oft aufgefallen. Da wir die schönsten Begegnungen haben mit den gewöhnlichen Menschen gehabt. Beim Gehen bist du ja auch unterwegs zu dir selbst, aber auch du bist offen für Begegnungen. Sprich, zu Fuß bist du kein Fremder, das würde ich sagen. Und ich denke, das ist eine schöne Symbolik, dass durch das Gehen du näher zu dir, aber auch offen für Begegnungen mit Menschen und offen für die Begegnung mit Gott bist und die vielleicht im Alltag, auch wenn sie da ist, nicht wahrnehmen kannst. Wir haben nicht oft im Freien geschlafen, aber da war es wieder mal so, am Strand. Und ja, etwas so Robinson Crusoe-mäßig, weil Zelt haben wir da nicht aufgebaut gehabt. Und dann gesellen sich 2 Hunde zu uns und einer davon schließt Freundschaft und wie es heraussteht im Nachhinein, bleibt der 3 Wochen bei uns. Also ab jetzt pilgern wir zu viert und wir haben ihn getauft. Blackie heißt er. La voz de Galicia. Er heißt Peregrino, also der Pilger. Mit Fug und Recht, denn der kleine Hund war mit seinem spanischen Herrl ein ganzes Jahr auf Pilgerreise nach Santiago, Rom und Jerusalem. Nombre vom Peregrino. Allá hay mucho camino. Der ist mit ihm die ganze Strecke mitgegangen und ich habe ihn dann gefragt, ob er ihn tragen hat. Sagt er, nein, der geht. Und den hat der Peregrino getauft und der tut mit seiner Pfote stempeln. Super. Oh, muy bien, Muy bien. Jeder Stempel oder jedes Mal abstempeln tut er nummerieren und wir haben die Nummer 98, 891 und 892 gehabt. Das heißt, er weiß genau, wir sind das 890. Mal, wo er seinen Hund die Pfote abgestempelt hat. El número de estamos. Ultra. Ultra. Dankeschön. Igualmente. Die Pilger auf dem Jakobsweg kommen den Pionieren des Jerusalemwegs entgegen, weil sie in die entgegengesetzte Richtung gehen und weil sie Gleichgesinnte sind. Zum Beispiel Max aus Wiener Neustadt, der, gemessen an seiner Jugend, bereits viel zu erzählen hat. Ja, es ist prinzipiell, ich war arbeiten in Österreich, in Wien, in einer Softwarefirma und war ziemlich deprimiert, habe an Suizid gedacht und habe genau, wo ich diesen Gedanken gehabt habe mit Suizid, habe ich gesagt, ich muss jetzt was ändern. Ich habe den Job hingeschmissen, ich habe das Geld, was ich die letzten paar Jahre gespart habe, habe ich jetzt einfach gesagt, okay, jetzt schmeiße ich es einfach raus und jetzt möchte ich eine Weltreise machen. Und mein Bruder sagt dann so zu mir, warum gehst du nicht den Jakobsweg? Jetzt machen wir was. Weil irgendwie ist das gerade stimmig. Ich schenke dir jetzt ein Buch auf dem Jerusalemweg. Und super. Und ein Autogramm bitte. Klar. Und das passt mich jetzt gut, weil ich habe nämlich auch ein Buch geschrieben irgendwo, weil du gesagt hast mit dem Suizid. Ich habe geschrieben, dass meiner Meinung nach das sogenannte Weitwandern oder Pilgern eines der besten Mittel ist, um diese Zivilisationskrankheiten wie Burnout vorzubeugen. Denn wo könnten wir uns besser regenerieren als in der Natur, die als Mutter gilt? Und darum, und du sagst es genau, das habe ich auch da drin beschrieben in dem Buch, diese Themen. Und dann hat er eben den Wunsch geäußert, dass er, wenn er zurück ist, dass er ein Kinderbuch schreibt und dass er am Weg also oft singt. Hast du dich auch mal verliebt am Weg? Das kommt dir auch vor. Ja, habe ich. Wirklich? 2 Tage bevor ich nach Santiago gekommen bin, habe ich so das Gefühl gehabt, ich muss schneller gehen, ich muss weitergehen und normalerweise so 15 Kilometer am Tag. Ja. Und dann gehe ich so und auf einmal, ich spüre, ich muss weitergehen, gehe ich 35 bis 40 Kilometer jeden Tag. Und ich komme dann in Santiago an, so was kurz vor 10. Ich war ziemlich traurig, weil ich wollte nicht, dass es aufhört. Ja, klar. Und dann komme ich auf den Kathedralenplatz und da steht die Michelle, eine Kanadierin, die habe ich in Leon kennengelernt und habe mich wirklich auf Anhieb in sie verliebt. Und habe mit der dann noch zwei schöne Nächte verbracht und dann ist sie angefangen. War schön. Danke. Super, das ist ein super Bursch. Es ist ein super Bursch. Markieren wir. Viele der Pilger haben ja auch irgendwo ein Problem oder schließen irgendwas ab oder fangen ein neues Kapitel an und versuchen sich zu regenerieren, indem sie einen Weg gehen, sich selbst auseinandersetzen, mit der Natur versuchen eins zu werden und Begegnungen haben. Und so ist dieser
Pilgerweg, sei es jetzt nach Santiago de Compostela oder nach Jerusalem oder auch woanders hin, diese Begegnungen dazu, ja, wunderbares Mittel, um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen. Und es sind alle Leute gleich beim Pilgern, das ist auch das Schöne. Es ist egal, wo einer steht, was er gelernt hat, welche Ausbildung das er hat. Es fragt keiner, wo du herkommst, was du gemacht hast oder wer du bist, sondern alle sind gleich und jeder wird beurteilt nach dem, welche Ausstrahlung das er hat. Persönliche Probleme und Krisen geben oft den Anstoß zu einer Pilgerreise. Aber auch die Pilgerreise selbst hat genügend Probleme parat. Und vor Krisen waren auch Johannes, Otto und David auf ihrem Weg nach Jerusalem nicht gefeit. Ja, und da ist jetzt so eine Szene, da ist uns einfach schlecht gegangen. Es war, ich schätze mal, schon 10 Tage, 40, 42 Grad. Der Otto und ich haben seit einer guten Woche schon Durchfall gehabt. Und wenn es dann noch versuchst, 25, 30 Kilometer zu gehen, in dem für einen Rucksack fast 20 Kilo, weil du zu viel Wasser mit hast und die Hitze dazu, das war so körperlich so eine Grenzerfahrung auch für den Kreislauf. Und dann sind auch das, sage ich einfach, die Spannungen unter uns jetzt hochgekommen und da habe ich dann schon die ganze Reise, dann den ganzen Pilgerweg sehr hinterfragt auch. Und da sagst du, hey, warum tue ich mir das überhaupt an? Und das war eben der Punkt, wo es knapp war, an der Grenze entweder sich zu drehen oder aufzugeben, aber Gott sei Dank sind wir da durchgegangen und sind uns näher gekommen. Und dann sind viele Gespräche gewesen untereinander. Nächsten Tag geht man weg, man hat es ausgesprochen und man geht wieder weg. Der Weg wird wieder frei, den ganzen Tag kann man wieder freier gehen. Und es hat keinen Abend gegeben, wo wir mit einem Frust ins Bett gegangen sind. Das heißt, wir haben so lange geredet, diskutiert und wie auch immer, und wenn es fast in der Früh geworden ist, aber schließlich, es ist alles vom Teppich gekehrt worden. Und da ist einfach dieses Wir immer stärker geworden, das eigene Ego zurücknehmen, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt nicht nur gemeinsam in Abing am 24. Juni weggegangen, sondern wir werden auch versuchen, gemeinsam anzukommen. Und in dieser Phase dann ist eben eine Jesusstatue am Wegesrand gestanden mit den offenen Armen. Ja, als würde er sagen, kommt, ich trage euch. Und das war ein richtiger wieder Impuls. Und ich habe gesagt, okay, wir sind richtig, wir werden es schaffen. Also ich kann es nicht erinnern, wie wir 2003 gegangen sind nach Santiago. Ich habe oft das Gefühl gehabt, wie ich gegangen bin, nach Santiago. Der heilige Jakobus ist dabei, der wird mich begleiten. Und für mich war es nie ein Thema, dass wir nicht ankommen, weil ich die Gewissheit gehabt habe, bin geführt. Und jetzt am Jerusalem Jetzt genau das Gleiche, ja, wieder nach Jerusalem. Du kommst da, du gehst und du weißt, es kann dir nichts passieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da sollte was passieren. Ja, und dann haben wir dann ein bisschen eine schreckliche Begegnung gehabt mit einem bewaffneten Hirten und seinem Hund, der richtige Eisenzacken im Hals mit gehabt hat. Das sieht man eh. Momentan hat er uns schon ein bisschen erschreckt, aber das war alles zum Schutz vor Wölfen, darum hat er die Pistole mitgehabt. Welcome to Syria! Heute, 3 Jahre später, zählen bissige Hunde und hungrige Wölfe zu den relativ harmlosen Hindernissen und Gefahren auf dem syrischen Abschnitt des Jerusalemwegs. Aufgrund des Bürgerkriegs sind Pilger gezwungen, Syrien zu umschiffen. Auf dem Landweg kann die Pilgerreise erst in Jordanien fortgesetzt werden. Vielleicht kann auch so ein Weg, wenn dort irgendwann sicherlich wieder etwas ruhig einkehren wird, auch einen Beitrag leistet für den Frieden in Syrien, für die Verständigung der verschiedenen Völkergruppen, die eben dort zu Hause sind, auch religiösen Gruppierungen, und natürlich dann auch für das Heilige Land, für Israel-Palästina. Und da dürfen wir Österreicher auch endlich einmal stolz sein, dass wir sagen, Österreich ist das Land der Friedensbringer. Da ist uns auch sehr viel genommen worden durch die Kriege. Und ich glaube, diese Rolle des Friedenslandes oder das Land der Friedensbringer, auf das sollte man achten. Und da sollte jeder Österreicher in die Richtung was unternehmen und das auch so ausleben, weil da schauen schon viele auf uns. Wir machen das, was jetzt sozusagen wir glauben oder fühlen, dass es notwendig ist, und absehbar wahrscheinlich wissen wir noch gar nicht, was dadurch entsteht.
Wichtige Anlaufstationen für die Jerusalem-Pilger aus Österreich sind die Pilgerherbergen, potenzielle Multiplikatoren für ihre Vision eines internationalen Friedensprojekts. Hola. 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 So, da gibt es einen Pilgerstempel. Dankeschön. Oh, muy bien. Oh. From Spain to Jerusalem. Wow. 7,000 kilometers. Oh my gosh. Oh, yes, for you. The next way. Is it? The next way. For you, yeah. Oh. Das Schönste ist wirklich im Gespräch, was das Jerusalem bei den Menschen bewirkt. Und das ist eine große Hoffnung, die bei mir da ist, weil das ist auch mein innerstes Seelenwunsch, einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen für eine bessere, friedlichere Welt. Weil was wollen wir denn? Wir wollen erfolgreich, glücklich und zufrieden sein. Und wie entsteht das? Das ist genau das, wenn wir unserer Seelenbotschaft einfach näher kommen, das dann umsetzen, das leben dürfen, das, was wir sind, ich bin. Und das bewegt mich einfach. Und da versuche ich auch, neue Wege gehen, die Menschen das Bewusstsein zu geben, die zu Erfolg, Glück und Zufriedenheit führen. We walked 2003 from Austria to here and 2010 from Austria to Jerusalem. So we walked about 7,500 kilometers. And now we make the way here with this international sticker, Jerusalem Way. We mark the way from Finisterre to the Pyrenees. And the other way is right now still marked. And so we try to make a worldwide peace project. Egal wo die Leute wohnen, Pilgern nach Jerusalem ist ein großes Thema. Philippinen zum Beispiel habe ich schon Rückmeldung gekriegt, da hat jemand vom Jerusalemweg schon erfahren und die haben gesagt, was? Da kann man von Europa nach Jerusalem gehen, das ist für einen unglaublich. Gell? Und in Philippinen sind da sehr viele Christen und natürlich ist der Jerusalemweg ein Thema mal für Christen, aber auch für alle anderen Menschen. Und wenn man es ein bisschen, vielleicht sogar überzeichnet sagt, gibt es nur eine Religion, das ist die Religion der Liebe und mit dem können alle. Schön, ha? Wollen wir jetzt markieren? Dann markieren wir. Du musst ja bitte rein. Ja. Da passt sehr gut. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. So heißt es im 1. Korintherbrief des heiligen Paulus von Tarsus. Ja, jetzt sind wir in Tarsus, das ist der Geburtsort von Paulus, eine der ältesten Städte der Erde, geht glaube ich auf 8000 Jahre zurück. Und der Paulusbrunnen und natürlich haben wir die Pauluskirche besichtigt, die ist aber heutzutage ein Museum. Und jetzt das Besondere, praktisch sind es dort angekommen, wo das Leben des Saulus seinen Ausgang nahm und wo eben er geboren wurde. Und er war ja zuerst Christenverfolger und das Ganze ist eben hier in Tarsus ausgegangen. Und später wurde er eben zum Völkerapostel und man kann fast sagen, ohne Paulus gäbe es heute kein Christentum. Eine Wegstrecke von 4.500 Kilometern, von der Autobahn bis zum Trampelpfad, wurde durch die Reise dreier Pilger aus Österreich zu einem neuen Pilgerweg verbunden. Nach einem halben Jahr, exakt an dem Tag, den sie ursprünglich angepeilt haben, erreichen Johannes, Otto und David die Geburtsstadt Jesu. Es ist der 24. Dezember. Wir drei erreichen zu Fuß tatsächlich das Stadtgebiet von Bethlehem. Und wir dürfen tatsächlich jetzt am Heiligen Abend bei der Geburtskirche ankommen und wir gingen langsam wie möglich, meditativ, die letzten Kilometer. Und das zu beschreiben, fehlen die Worte. Das war einfach ein unglaublicher Moment, nach einem halben Jahr am Heiligen Abend zu Fuß in Bethlehem sein zu dürfen. Ja, unglaublich. Ja, und dann haben wir die Nacht, die stillste Nacht des Jahres genützt und sind eben am 24. auf 25. Dezember, jetzt ist 2 Uhr morgens, nach der Messe zu Fuß die letzten Kilometer nach Jerusalem zur Stadtgrenze gegangen.
eine ganz eigenartige Stimmung. Der Grenzposten war verwaist, nur eine einzige Polizistin war dort und sie hat sogar eine frohe Weihnachten gewünscht und die Einreise jetzt nach der Mauer war einfach. Und am Tag darauf, bei Sonnenschein, setzen wir den Weg fort und erreichen tatsächlich zu Fuß Jerusalem. Welch eine Freude! Unglaublich! Das ist für mich einfach der Jerusalem-Wegschrei. Ja, und da haben wir dann noch einmal Soldaten getroffen. Auch denen haben wir das Pickel gegeben. Das heißt, immer wieder versucht, Brücken zu bauen. Der Blick erstmals jetzt auf die Stadtmauer mit dem goldenen Tor. Jerusalem ist ja ein gordischer Knoten im Weltfrieden. Wenn der Frieden einkehrt, soll der Prophezeiung nach dort eben der Messias einziehen und damit das Tor geöffnet. Und von dort wird auch der Frieden ausgehen. Und darum ist auch der Pilgerweg nach Jerusalem so wichtig. Den Jakobsweg bis Santiago de Compostela oder weiter bis Finisterre zu gehen, ist für viele Pilger das Größte. Aber wenn dieses Ziel erreicht ist, stellt sich nicht selten die Frage, wie geht es weiter? Was ist das nächste Ziel? Wer am Jakobsweg geht, sei es 800 Kilometer, sei es 1000 oder von je nachdem, wo wir wohnen, ein paar tausend Kilometer, der traut sich auch zu, sage ich, für die eigentliche Pilgerreise dorthin, wo die 3 großen monotheistischen Weltreligionen ausgehen und wo halt einfach auch Jerusalem die Stadt des Friedens wäre, aber kein Frieden ist. Und darum ist es so wichtig, dass dort Pilger hingehen und auch in der großen Region rundherum ist ja kein Frieden. Aber jeder Pilger, der diesen Weg macht, hat durch die Begegnungen einen weiteren Horizont und kommt sicher offener zurück, auch gegenüber anderen Kulturen, gibt es ein Umfeld ab und so macht jeder einen Beitrag für den Frieden. Und darum wird das so ein Thema, das ich jetzt schon wieder ganz laut kriege. Das ist unglaublich. Durch das Löwentor betreten wir das Herz Jerusalems. Und vor uns liegt die Via Dolorosa, die uns jetzt zur Grabeskirche führen wird. Und ja, es ist fast unglaublich. Wir dürfen ankommen. Wir stehen vor der Grabeskirche. Wir sind dann jeder in sich gekehrt hinauf, in Stille zum Berg Golgotha, dem Kreuzigungshügel. Dann haben wir uns niedergekniet und einfach gesagt, boah, wir sind tatsächlich da. Und dann aber auch diese Schwere dort schon, die war sehr zum Spüren. Schwere und Trauer, würde ich sagen. Es hört mit einer frohen Botschaft auf, weil ja, das Grab ist leer, Jesus lebt. Ich bin viel geduldiger geworden. Das heißt, also ich bin nicht mehr jetzt so ganz so auf das Ziel so fixiert. Das muss bis da sein. Es muss überhaupt nichts sein. Also das heißt, man lernt dieses Loslassen und ja, so wie es kommt, so ist es richtig. Und das ist dann ein inneres Gefühl, ja, das macht frei. Das ist einfach auch, dass ich vielleicht früher viel mehr egoistischer gewesen bin als jetzt. Ich war früher vielleicht ängstlicher als jetzt nach dem Pilgern allgemein. Mir hat das jetzt sehr viel Gottvertrauen gegeben und Zukunftsvertrauen. Ja. Ich weiß, ich bin mir sicher, ganz egal was ich mache, mir kann nichts passieren. Ich bin geführt, ganz egal. Es hat sich eine Freundschaft zu Jesus entwickelt. Und ich sage immer, der Jesus ist mein Freund. Und das ist so ganz unkompliziert. Und je bewusster ich mir das vor Augen führe, desto stärker und intensiver ist. Und je mehr ich im Alltag bin und das sozusagen nicht so wahrnehme, bewusst, desto mehr geht es in den Hintergrund. Und darum ist es so wichtig, das regelmäßig zu integrieren. Und ich spüre das halt dann speziell über die Haut, ich kriege oft Gänsehaut oder so, dann weiß ich, das passt jetzt. Und das ist ja so eine innerliche Freude. So würde ich sagen, ich spüre das als innerliche Freude und über die Haut spüre ich das, wenn ich sage, jetzt ist das genau da.
Santiago de Compostela, das Ziel aller Jakobswegpilger. Vor 10 Jahren hat sich für Johannes und Otto hier ein Traum erfüllt. Heute hat dieser Ort eine neue Bedeutung für die Pioniere des Jerusalemwegs. Dazumal war halt Santiago das Ziel und jetzt ist Santiago de Compostela die Brücke nach Jerusalem. Und deswegen haben wir auch dann gesagt, gemeinsam vor der Kathedrale so: Ja!